Willkommen Modellbahnfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, dieses Video ist ein besonderes für mich, vielleicht kann man auch sagen ein besonderer Moment, denn seit dem 9.9.2015 existiert nun der Kanal Michael Schornsteinfeger und ich möchte euch mit diesem Jubiläumsvideo ein besonderes Dankeschön ausdrücken für mittlerweile über 2000 Abonnenten. Und freue mich, dass wir gemeinsam uns auf eine Modellbahnreise begeben haben. Und heute in dem Video soll es ein bisschen um die Highlights gehen, wie es mit der Anlage hier hinter mir, mit Blankenheim angefangen hat, mit Opas Anlage, mit der Anlage vor Blankenheim. Und es soll auch ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft sein. Ich würde sagen, zurücklehnen, mitfahren und Modellbahn genießen. Steigen wir ein. Ja, nun seht ihr das allererste YouTube-Video von mir, nicht direkt 2015 hochgeladen, denn da habe ich mich noch nicht ganz getraut, war da immer noch etwas zurückhaltend, aber im Jahreswechsel, dann 2016 war es soweit, im Februar, ich habe mein erstes Video hochgeladen und es ist katastrophal verwackelt, wie ihr das hier erkennen könnt. Scharfstellen ist schon mal etwas besser. Aber ich würde sagen, wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich nicht nur Videos, sondern ich sehe eben auch Erinnerungen an meine erste eigene Anlage, die ihr jetzt hier seht. Die ersten Aufnahmen, die ersten Kommentare, die ersten Versuche auch mit der Kamera. Und ja, anschließend kamen dann die Geschichten von Blankenheim. Ich habe Opas Anlage angefangen aufzunehmen und bei YouTube hochzuladen. Und ja, die ganzen Details, die mir auch recht wichtig sind dazugekommen. Also lasst uns mal gemeinsam durch die Jahre reisen und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Punkt. 2016, ein kleines Highlight für mich, denn den Zug habe ich nicht mehr. Mein damalig besitzender kompletter ICE 1, ich glaube der war 14-teilig, den wir jetzt gleich zu sehen bekommen. Ja, das gute Stück habe ich dann in einer geistigen Umnebelung wieder verkauft. Der war analog. Auch aus meiner Sicht viel zu wenig Geld dafür bekommen. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Mondpreis von 3.000, 4.000 Euro. Aber der Zug war schon ein bisschen was wert und ich glaube, ich habe für den ganzen Zug irgendwie 250 Euro bekommen. Ja, blöd. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Mittlerweile habe ich von der neu aufgelegten Serie wieder die Redesign-Variante, den komme ich dann wahrscheinlich leider nicht mehr zurück. Der war auch komplett vollständig gesammelt, also mit allen passenden Wagen, die es so jeweils gab. Aber naja, so ist das halt und damit muss man leben. Ich denke auch ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, habt den einen oder anderen Fehlverkauf, nicht einen Fehlkauf, sondern einen Fehlverkauf. Im Jahr 2019 sind wir in Blankenheim angelandet und ihr seht hier Auszüge aus meinem allerersten recht, ja in Anführungsstrichen, viral gegangenen Video, und zwar neue TT Modellbahnanlage 2.1 und das sind Aufnahmen im absoluten nicht verbastelten Zustand von mir, das heißt, ich befahre die Anlage hier so, wie ich sie übernommen habe. Meine alte Anlage ist hier zu diesem Zeitpunkt mittlerweile verschrottet und ich habe mir damals noch eBay Kleinanzeigen diese wunderschöne Anlage Blankenheim organisiert. Diese stammt ursprünglich vom Modellbahnverein Dessau, das habe ich schon recht häufig erwähnt, deswegen will ich da auch gar nicht groß drauf eingehen. Auch wer sich für den Gleisplan interessiert, es gibt ein spezielles Video dafür. Das verlinke ich euch wie alle anderen Videos, von denen ich hier Aufnahmen zeige, nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe sie von einem lieben Modellbahn-Enthusiasten aus Memmingen. Der hat sich für eine deutlich größere Anlage entschieden und da hat seine Frau dann gesagt, du kannst jetzt wählen, entweder TT oder große H0-Anlage.
Die H0-Anlage war eine ursprüngliche Ausstellungsanlage, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass sie sich eben für Zweiteres entschieden hat und sich entschieden hat, die TT-Anlage abzugeben. Und so hatte ich Glück, zu dieser wunderschönen Anlage zu kommen, damals auch schon, aber ihr seht jetzt gerade hier da oberhalb vom Schneepflug ein Weg, Weinberge, Steilhänge mit Mauern, die das Ganze abstützen. Das gibt es alles noch nicht. Das ist hier alles noch recht rudimentär. Auch die Kurve hat noch keine neu verlegten Betonschwellen im Gleis, sondern das ist noch eine Kurve, die recht große Probleme macht, weil sie nach außen wegkippt. Also ich hatte mit den modernen Modellbahnfahrzeugen, die kurz gekuppelt sind, recht viele Probleme da. Auch deswegen habe ich dann einiges umgebaut. Und natürlich auch Bäume, wie ihr im Hintergrund seht, diese alten Nadelbäume. Die haben zwar auch ihren Charme, aber passen nicht zur allgemeinen Filigranität der Anlage. Ja, angekommen im Jahr 2021 und wie ihr seht, es hat sich landschaftsbautechnisch etwas getan, auch gleisbautechnisch. Das habe ich dann nochmal verworfen, den inneren Gleisbogen, den ihr jetzt hier seht mit den Betonschwellen, der gerade verschwommen ist. Aber ich habe 2021 kräftig losgelegt. Eben, die Stimme war noch nicht dabei, aber der Plan und die Idee war dabei, wie hier diese Bäume. Es gab noch einige andere Bastelserien, der ein oder andere wird sich definitiv daran erinnern, aber ich will jetzt nicht alles zeigen. Wir wollen ja ein kurzweiliges Video gestalten und somit hier ging es dann los mit Rodung des Waldes, mit Neubewaldung und auch vor allem hier mit den Weinbergen. Die Weinreben habe ich damals noch für quer gesetzt, heute sind sie längs ausgerichtet. Ich habe mich dann noch mal ein bisschen damit befasst. Auch sind sie heute noch nicht komplett fertig, denn gerade die Stützen, die da zwischen den Weinreben sind, die möchte ich am jeweils Ende und Beginn der lang gesetzten Rebe noch darstellen. Das kommt dann alles noch. Und ein Blick zurück auf Opas Anlage darf natürlich auch nicht fehlen in meinem Jubiläumsfilm, denn die Anlage ist definitiv auch ein Bestandteil meines YouTube-Kanals. Immerhin besitzt die Anlage von Opa bei mir in der alten Playlist und der eine oder andere hat es doch abgefeiert. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ja, es ist eine altbackene Anlage. Ja, das ist sie auch, aber sie hat für mich immer einen sehr großen Spielwert gehabt und ich durfte mich modellbautechnisch ausprobieren. Mein Opa hat mich viel machen lassen, deswegen hat sie für mich einen großen emotionalen Wert. Die Bilder, die ich hier zeige, die stammen aus 2014, 15, sind nicht veröffentlicht in den anderen Teilen, die ich mal diese Aufnahmen in 2023 veröffentlicht habe aus der Zeit, denn wie ihr seht, ist es doch recht verwackelt und ja, da habe ich sag jetzt mal in der Zeit nur die besseren aufgenommen. Ich habe in der Zeit recht viele Videos für mich selber gemacht, aber ihr seht hier, wie ich mit der Kamera mitgehe, da hatte ich noch keinen Gimbal oder sowas
oder Stativ, sondern da bin ich da einfach mitgewackelt und das ist dann schon ein ganz schönes Gewackel und auch recht anstrengend. Deswegen habe ich euch jetzt auch nicht ganz so viele Sequenzen hier gezeigt. Ich wollte aber gerne was nehmen, was noch nicht veröffentlicht war und somit diese Aufnahmen im Rückblick von Opas Anlage, die es jetzt tatsächlich leider ganz aktuell gar nicht mehr gibt und auch mittlerweile auseinandergesägt ist. Kommen wir zum letzten Abschnitt des Videos. Wieder mit ganz aktuellen Bildern. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Porn, wie man so schön sagt, der euch zeigt, was gerade so meine letzten Bauupdates waren, wer es bei Instagram und Facebook noch nicht gesehen hat. Und danach gehen wir rein mit dem Ausblick in die Zukunft. So, ich hoffe, euch haben die Bilder etwas gefallen und was ich da so gemacht habe. Hatte mal wieder ein bisschen Bock auf Details. Wer Interesse an den Figuren hat oder diesen Zäunen, den Betonzäunen und so weiter, wo das alles herstammt, der soll es mir in die Kommentare schreiben. Ich denke aber, die meisten wissen, um welches Material es sich so jeweils handelt. Ja, ihr seid immer wieder live dabei. Die meisten wissen von euch, was in Blankenheim abgeht. Aber ich habe mir so in letzter Zeit Gedanken gemacht. Ihr wisst, ich mag ja alte Anlagen, die Potenzial haben, wie Blankenheim oder jetzt in dem Video gezeigt die Anlage davor, die Eisenacher Anlage, der ich keinen Namen gegeben habe, respektive die vom Vorbesitzer keinen Namen hatte und ich hier keinen Namen gegeben habe. Aber ich filme hier schon so speziell in die Ecke, wo ihr die Breite der Kisten da seht und diese Breite hat mich eigentlich zum Überlegen gebracht, dass hier ja noch locker Module herpassen würden für eine zweigleisige Hauptstrecke. Und da spielt dieses abzweigende Gleis eine Rolle. Denn das könnte nämlich der Übergang zu einer U-Anlage werden, die einmal hier ringsrum führen könnte. Das ist derzeit so meine letzte aktuelle Idee, die ich habe. Es gab auch mal Kommentare zu sagen, man zweigt hier oben ab, um das Ganze interessanter zu machen, wo es hieß, ja, es ist ja langweilig, dass du hier in der Kehrschleife nur einmal rumfährst. Vom Bogen her, ja, wäre das möglich. Die Integration finde ich jetzt aber dann modellbautechnisch respektive vorbildtechnisch nicht ganz so gelungen, wenn man da hier in so einer komischen Spange reinfährt. Ich finde tatsächlich da vorne die Möglichkeit besser. Und das U soll dann definitiv eine zweigleisige Hauptstrecke sein. Man hätte hier noch genügend Platz dazwischen. Die Anlage würde auf alle Fälle in kleineren Modulen gebaut werden. Und das ist mal so mein Grundgedanke, den ich habe. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, hier um Blankenheim eine eigene Anlage zu bauen. Der Clou soll sein, dass die Anlage selber in sich fahrfähig ist und mit Blankenheim verbunden werden kann und das dann alles in einem Zimmer. Und beide Anlagen können rein theoretisch raus, können für sich von mir aus zu Ausstellungen gehen oder umgezogen werden, also rausgebaut werden. Das ist so mein letzter Plan, den ich habe. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie es ihr seht.
Ich sage ganz zum Schluss, danke für 10 Jahre, für alle, die meinen Kanal bis dahin immer wieder verfolgen und das doch ganz cool finden, was hier so passiert und aufregend, und ich hoffe auf weitere 10 Jahre vielleicht. Man weiß es nicht. Das Hobby wird auf alle Fälle mehr als 10 Jahre weitergehen, das kann ich euch sagen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich werde weiterhin Lust haben, euch mit der Kamera mitzunehmen in Plankenheim. Würde mich freuen, wenn wir weiterhin in so einem tollen und angenehmen Austausch sind. Ich muss wirklich sagen, 99% kann ich nur Positives berichten. Und es macht echt Spaß, so eine Community zu haben, in so einer Community zu sein, wie sie auch alle heißen. Ich will jetzt echt keine Namen nennen, dann fühlt sich einer auf den Schlips getreten, den ich da vergessen habe. Aber Grüße gehen raus an alle, die mit mir interagieren auf YouTube. Ich glaube, was jetzt ganz zum Schluss einfach nochmal fehlt, nach 10 Jahren mal so einen anderen Modellbahn-YouTuber zu besuchen, respektive der besucht mich. Das ist nochmal so eine Wunschidee von mir, auf die ich Bock habe. Also der ein oder andere Modellbahn-YouTuber, der das jetzt bis zum Ende schaut und Bock auf eine kleine Kooperation hat, wo wir uns mal austauschen, er mich besucht und umgekehrt, der soll sich doch gerne melden. Wäre ich gespannt drauf. Am liebsten natürlich in der Spur TT. Und wenn nicht, ein bisschen H0 gibt es ja auch bei mir. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich sage danke für 10 Jahre. Bleibt der Modellbahn wie immer gewogen. Bleibt meinem Kanal treu. Kommentiert fleißig über all die Dinge, die ich heute so gesagt habe. Was eure Gedanken sind. Vor allem zur Anlage hier nochmal, wie ihr das seht. Ob ihr das gut findet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke für 10 Jahre. Euer Micha Schornsteinfeger. Ciao.